Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind's, zwei Piranhas. Und wir machen heute noch eine Folge in der Session Nummer 8. Und zwar geht's darum, spielen wir eigentlich unsere eigenen Spiele, werden wir häufig gefragt. No? Kommt aber auch drauf an, in welcher Position man ist, muss man sagen. Ne? Ja? Ja. Erstens spiele ich die Spiele einer Firma, also was weiß ich, bewerbe mich jetzt bei Firma XY und die haben jetzt schon 10 Spiele rausgebracht. Muss ich die dann alle gespielt haben, um da irgendwie jetzt was zu machen? Beurteilen zu können, wie die ticken da und so. Naja, Quatsch, muss man nicht unbedingt. Ne? Nee, und dann muss man nicht. kommt es auch drauf an, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel der Spezialist bin für Programmierung. Ja, irgendeinen speziellen Bereich da ist immer so ein schönes Beispiel. Spezial. Dann muss ich nicht unbedingt irgendwie alles andere in dem Spiel wissen, kennen, gesehen haben, irgendwie um meinen Job gut zu machen. Aber wenn ich zum Beispiel ein Storywriter bin, dann muss ich unbedingt wissen, was die anderen machen. Ja, weil das einfach auf der Hand liegt. Und so kann man das vielleicht ein bisschen differenzieren. Ist ja auch irgendwie eine Frage der Zeit, ob man Zeit hat überhaupt zum Zocken und so weiter. Kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Und wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja, wann und wie lange zockst du so am Tag beziehungsweise in der Woche? Und die haben Folgendes gesagt. Das ist unterschiedlich, aber ich würde schon so sagen, so 3 bis 4 Stunden am Tag. Ich glaube, ich schaffe in der Woche 2 Stunden und hätte gerne 20. Das kommt echt drauf an. Ich meine, ich spiele primär Mobile Games, gebe ich zu. Die eigentlich ständig, also von daher könnte man sagen, am Tag 3 Stunden ungefähr, immer wenn ich unterwegs bin. Ist immer unterschiedlich, also im Moment eher weniger, viel zu tun, aber es können dann schon mal 4-5 Stunden am Tag werden, wenn mich ein Spiel wirklich fesselt. Weniger als ich würde, mehr als meine Mutter gut findet. Ich denke mal, das sind so am Tag im Schnitt 3 Stunden, weil mal 8 Stunden und dann aber auch 5, 6, 7 Tage nicht, weil man vielleicht auch was vor und zu tun hat. Und Projekte sind mir genauso wichtig wie sowas. Stunde am Tag? Ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, ich spiele jeden Tag. Aber jeden Tag heißt dann auch, ich spiele irgendwie dann auf dem iPad nochmal eine halbe Stunde Skat, irgendwie, wo ich einschlafe. Und stelle fest, dass die KI da auch immer besser wird. Ansonsten, ja, gibt's halt so Zyklen. Also wenn man dann halt ein Konsolenspiel anmacht, dann macht es ja auch Sinn, dass man irgendwie so 2-3 Stunden sich irgendwie reserviert. Und ich spiele halt viel mit meinen Jungs, die sind halt 9 und 11 und solange das nicht irgendwie in PvP ausartet, weil inzwischen ist das so, dass ich die halt auch nicht mehr schlagen kann bei manchen Spielen. Und ja. Ich würde gerne öfter, aber wenn ich jetzt sagen müsste, im Durchschnitt 1 Stunde am Tag. Ja, ist halt sehr interessant, wie andere das sehen. Es ist ja doch wirklich sehr schwierig, ne? Ja. Zeit zu finden zum Zocken, wenn man, so wie wir jetzt, Familie, Kind und Kegel und dann auch noch den Beruf hat und alles, ne? Und dann auch noch versucht, sein eigenes Projekt irgendwie nach vorne zu bringen. Hat man dann tatsächlich irgendwie überhaupt Zeit, Spiele von anderen zu spielen? Es ist ja auch an der Stelle zu differenzieren, wann und wie oft spielen wir unser eigenes Spiel, zum Beispiel während der Entwicklung? Also wie viel davon gehört eigentlich zur Arbeit mit dazu? Ja. Und wie viel davon ist Freizeit? Ja, habe ich jetzt irgendwie so ein Projekt beendet, ja, und es ist gerade auf dem Markt, habe ich dann Bock, das Spiel nochmal zu spielen, anschließend. Jetzt, wo ich vielleicht nicht mehr so viel daran ändern kann, zum Beispiel. Das ist was völlig anderes, ne? Ja. Und man sieht es auch mit anderen Augen. Ja, wie handhaben wir das denn? Wie oft hast du denn Elex gespielt? Also ich habe es zusammenhängend 2,5 Mal gespielt. Also 2-mal durchgespielt und beim letzten Run bis zur Hälfte oder so, wo ich dann wusste, okay, ich weiß jetzt, dass es läuft und so weiter. Ne? Und vorher Unit-Testing nennt man das. Ne? Das heißt, die eigenen Missionen und Quests und Dialoge, die ich implementiert habe, die habe ich natürlich alle mehrfach getestet und gespielt, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann auch nochmal im Verbund irgendwie von vorne nach hinten noch einmal irgendwie durch. So richtig gespielt habe ich 2,5 Mal tatsächlich so. Ne? Wenn ich mich dran erinnere, wie oft hast du es denn gespielt, Elex? Ähnlich, ne? Also 2-mal komplett, aber ich habe zum Beispiel 50.000 Mal gefühlt den Spielstart gespielt.
Das ist normal, ne? Es ist ja auch so während der Entwicklung, ne? Du spielst dann irgendwie so ein Stück Spiel, was schon da ist irgendwie. Und dann willst du eigentlich gerne weiterspielen, aber dann hast du irgendwas anderes zu tun. Dann baust du irgendwie bla bla bla, 2 Wochen später möchtest du weiterspielen. Dann denkst du, ja, aber jetzt haben die anderen ja ganz andere neue Sachen reingebaut, die möchtest du ja eigentlich auch testen. Und wenn du die dann mit reinnimmst, ne, also eine neuere Version quasi von dem Spiel spielst, dann ist auf einmal alles ganz anders. Dann kannst du auch gleich wieder von vorne anfangen. Und so kommt es dann, dass ich diesen Spielstand unwahrscheinlich oft gespielt habe und unterschiedlich weit gekommen bin. Ja. Ohne das Spiel tatsächlich bis zum Ende gespielt hat, und dann packt man sich quasi immer so ein paar Häppchen raus, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Das heißt, man spielt das Spiel eigentlich ständig. Ja. Gerade im Story- und Game-Design-Bereich spielst du ständig irgendwas an dem Spiel, um es zu testen. Ja. Du baust einen Dialog, du spielst den Dialog. Du baust irgendwie in der Situation mit 2 verschiedenen Tagesabläufen, du testest diese Tagesabläufe und so. Also ein Stückchen spielst du ständig und das große Ganze dann am Ende natürlich auch nochmal. Und dann ist es natürlich so, dass unser Eins das Spiel irgendwann natürlich ziemlich gut kennt. Vor allen Dingen die Sachen, die man selber gebaut hat. Ne, weil man die am häufigsten natürlich auch getestet hat. Ja, was machen wir dann? Wir spielen natürlich dann auch den Kram der anderen, ne, was die in der Zeit gemacht haben. Oder auch das ziemlich frühzeitig. Um es gegen zu checken, ganz genau. Ob es funktioniert oder ob es Spaß macht, was Modo drin ist und so. Und damit noch nicht genug. Das heißt also, wenn das Spiel dann endlich mal fertig ist irgendwann und im Laden landet oder so, dann gucken wir uns das Ganze auch noch auf YouTube an, wie Leute ein Let's Play machen, oder auf Twitch, wie sie gerade aktuell irgendwie Elex zocken. So, ne? Das ist ja jetzt neuerdings möglich, ne, dass man tatsächlich sich auch noch mal anguckt, das Spiel, so wie jemand anders spielt und das auch noch mit Interesse, ne, weil wir haben sehr viele befreundete Streamer, mit denen wir so rumhängen, sage ich jetzt mal, und die zocken auch ab und zu mal eins unserer Spiele, auch die älteren Spiele teilweise, ne. Ich gucke tatsächlich auch häufig noch rein, wenn irgendwelche völlig fremden Menschen das spielen. Ja. Ne? Also auch jetzt noch, um zu gucken, wie die das machen, ob die klarkommen und wie das so ankommt. Weil im Laufe der Zeit verändert sich irgendwie der Blick. Ne? Wir haben uns letztens zum Beispiel erst einen Stream angeguckt, da hat jemand Risen 3 gespielt. Und jetzt so ein Projekt danach und so hat man auf einmal wieder so ein bisschen Abstand dazu und sieht das mit anderen Augen. Und dann fallen einem wieder Sachen auf, ey, guck mal da. Irgendwie. Oh, guck mal, das war ja gar nicht so schlecht. Oh, guck mal, das war gar nicht so gut. Ja, solche Dinge kommen dann so, da könnten wir vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen. Oder, ach, guck mal, das haben wir tatsächlich gemacht. Wow, und so. Also solche Dinge passieren dann auch nochmal. Und es kommt doch vor, dass ich ab und zu auch mal ältere Spiele von uns mal rauskramen und das auch spiele. Also das kommt eigentlich sehr häufig vor. Also man ist immer ständig irgendwie in seinen eigenen Spielen unterwegs. Also für mich ist das zumindest gefühlt so. Ne? Ja. Das ist halt so, dass man, während man so ein eigenes Spiel spielt, nicht aufhört zu arbeiten. Also die Distanz dazu zu kriegen, zu sagen, okay, gut, lass mich jetzt mal drauf ein und versuche es jetzt mal so irgendwie zu genießen oder so, wie andere das empfinden oder halt zu versuchen zu verstehen, wie Spieler unsere Spiele empfinden an den einzelnen Punkten. So, das ist natürlich ein bisschen schwierig mit Titeln, die man gerade irgendwie fertig gemacht hat, wo man noch wirklich mittendrin ist in der Produktion und so. Bei den alten Spielen geht das schon zusehends besser, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, warum spielen wir die Spiele? Nicht nur um unseren eigenen Kram zu testen, sondern auch, du sagtest vorhin, der Team-Members, ne? Ja. Das heißt also, so Missionen, die Amma und Harry zum Beispiel irgendwie einbauen, die gucken wir uns natürlich an, irgendwie, ne? Und die gucken sich den Kram an, den ich da fabriziere oder den du da fabrizierst, ne? Um sich halt gegenseitig zu testen irgendwie, ne? Und Amma und Amadeus und Harry, die machen es natürlich auch noch gegenseitig die ganze Zeit irgendwie. Also ne? Alle irgendwie kreuz und quer und so testen sich gegenseitig, ist das cool, macht das Spaß, ist das bugfrei und so weiter, ne? Um ein Gefühl dafür zu kriegen, irgendwie, dass auch irgendwie alles so wirkt, als wäre es aus derselben Feder irgendwie, ne? Und solche Dinge, weil da gibt es manchmal so Ausreißer, ne, wo man sagt so, das ist irgendwie nicht Piranha-Bytes-Style, da muss man vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Arbeit investieren und so weiter. Ist vielleicht zu nett, ist vielleicht zu arschig oder sowas, ja. Und das ist halt wichtig, dass man tatsächlich diesen Kram dann auch testet und wirklich spielt und nicht nur irgendwie Unit-Testing macht.
Ja, und das ist ja immer noch ein Unterschied, irgendwie, ob du ein Design hast, irgendwie, wo alles drinsteht, irgendwie, und Quests oder sowas schon mal vordesignt ist, oder ob du es dann später spielst, weil im Grunde genommen dürfen wir uns gegenseitig, während wir selber arbeiten, ja auch nicht widersprechen und so. Auch nur sowas checkt man dann zum Beispiel gegen, zu gucken, ist die Linien treu, funktionieren irgendwelche Kniffe irgendwie, obwohl unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Charakteren gearbeitet haben und so, und dann wird irgendwann das ganze Ding schön rund. Ja. Ne? Man sieht auch die Dinge, die andere Teammember gemacht haben, irgendwie mit anderen Augen. Ja. Als die eigenen Sachen. Ja. Findet man die eigenen Sachen eigentlich immer endgeil, endlaser und die anderen sind schlecht, oder? Genau das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Man ist mit sich selber immer viel kritischer und denkt, hätte ich da nicht vielleicht doch noch irgendwie was anders formulieren können, oder vielleicht ist das irgendwie zu platt, oder vielleicht ist das zu Pi, zu Po, und bei den anderen, da ist man irgendwie, bringt man mehr Neugier mit. Oh, was passiert denn jetzt als nächstes irgendwie? Ne? Klar weiß man im Groben und Ganzen schon, was passiert, aber irgendwie diesen Dialog, den habe ich noch nie gehört, und das habe ich noch nicht gesehen. Und dann mal frisch, unverbraucht, irgendwie das, was von anderen kommt und so, und das, was man selber gemacht hat, so, ne, da hat man immer deswegen ist das auch nicht nur irgendwie so, dass wir das einfach so machen, sondern das ist auch immens wichtig. Wenn jeder nur seinen eigenen Scheiß testen würde, dann wäre das Spiel, glaube ich, um einiges schlechter. Ja, dadurch, dass wir uns gegenseitig immer checken und man den anderen Feedback geben kann, das ist natürlich das, was dann daraus resultiert, eine Feedbackliste, die anderen dann jeweils wieder umsetzen, und dann auf einmal merkt man, jetzt ist es das. Ja, das gilt ja auch für Sachen, die bereichsübergreifend sind. Wir haben jetzt sehr viel über Story-Bereich gesprochen und so, aber die anderen Bereiche, wie der Cutscene-Bereich oder der Figurenbereich, der die Meshes baut von den Figuren, den Rüstungen, Monster und so weiter, ist eine Sache, die beurteilt man dann irgendwie. Ist es wirklich cool, irgendwie erst die erste Rüstung zu kriegen, dann die zweite, wenn man sich den Berserkern angeschlossen hat, und dann die dritte irgendwie. Haben die irgendwie eine vernünftige Hierarchie da drin? Sind die cool gemacht? Will man die überhaupt anziehen? Hat man da Bock drauf, den zu spielen und so weiter. Solche Sachen. Sind ja ganz kleine, banale Sachen auch so, ne? Also viele Kleinigkeiten, die man so als Spieler überhaupt nicht sieht. Zum Beispiel, wenn irgendjemand eine Quest gemacht hat irgendwie, und dann spricht einer im Dialog und sagt, ja, da hinter dem Hügel, da ist irgendwie die Burg, ja? Und irgendjemand im Levelbereich denkt sich, der Hügel, der sieht gar nicht so hübsch aus, ich planiere den mal. Ja. Und dann auf einmal stehst du da mit deinem Dialog, ja? Da hinter dem Hügel, welcher Hügel? Und dann müssen wir natürlich auch miteinander sich gegenseitig kontrollieren, ob die Sachen dann auch tatsächlich irgendwie zusammenspielen und so. Na, das heißt also, das zu zocken macht schon Sinn, ne? Und zwar auch immer in regelmäßigen Abständen, um immer zu gucken an jeder Ecke, ob das auch wirklich funktioniert. Kann natürlich sein, dass an den letzten 5 Minuten da noch irgendeiner wirklich noch irgendwelche Sachen umändert und so, dann ist das natürlich nicht so schön, ne? Das ist wirklich wichtig. AI kommt dazu, Sound kommt dazu, der Kampf, die GUI, die ganzen Elemente aus der Programmierung, die Beleuchtung, also das ganze Komplette, das bewegt sich und wird mehr und wird besser und wird irgendwie auch anders manchmal auch das Gegenteil, ne? Und das ist halt sehr wichtig, dass man tatsächlich fortwährend immer die eigenen Spiele spielt und macht und tut. Wir haben gegen Ende des Jahres normalerweise immer sowas wie eine Christmas Edition. Ne, so nennen wir das Ding. Das haben wir 2-mal im Projekt. Einmal, wenn die Sprachaufnahmen drin sind vor allem, ne, und dann am Ende auch nochmal, kurz bevor wir abgeben. Das ist tatsächlich so, dass irgendwann in der Mitte des Projektes die Sprachaufnahmen reinwandern, ja, weil es sonst nicht anders geht wegen den Übersetzungen. Das heißt also, sehr frühzeitig muss dann auch schon irgendwie Sprachausgabe drin sein, damit das auch vernünftig getestet werden kann, dass dann auch diese Dialoggesten und so weiter dann funktionieren und so weiter, ne? Also das ist schon wichtig. Und die Christmas Edition ist immer zu Weihnachten, ja, ein Stück Spiel, also das Spiel selber, mit den entsprechenden Missionen drin und so weiter, dass jeder Teammember hier dieses Spiel dann auch spielen kann, als wäre es quasi schon fertig irgendwie, ne? So kann man dann testen. Ja. Und das ist sehr, sehr immens wichtig, dass wir das auch machen. Das heißt, diese Version mit nach Hause nehmen, die Christmas Edition, und zu Hause spielen und dann die entsprechenden Zettel aus den Team zusammensammeln, wer hat denn jetzt mal gespielt, wer hat denn Feedback zusammengesammelt und so. Und dann auch diese Sachen dann auch ernst nehmen, die dann auch von den Teammembern kommen. Das heißt also, wenn einer Missionen kacke findet, irgendwie aus dem Levelbereich, ist es genauso wertvoll wie jemand, der jetzt im Story-Bereich arbeitet. So, ja? Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das, und das machen wir auch sehr gerne, ne? Dass wir das machen. So, ne? Ja, das ist vor allen Dingen auch total spannend, weil unser Eins weiß ja alles.
wir wissen, warum irgendeine Quest da ist, wir wissen, warum der Charakter das und das denkt, wir wissen das, aber weiß der Spieler das? Der Spieler weiß das eigentlich nicht. Und dann ist die interessante Frage, transportieren wir das? Und jemand, der zum Beispiel die ganze Zeit an was anderem gearbeitet hat und jetzt zum ersten Mal die Story spielt, in seinem Level zum Beispiel, der kann super hilfreiches Feedback geben, genau in dem Bereich. Ne? Ja, das und das habe ich aber nicht verstanden, weil mir fehlt eine Information. Ja, das ist super hilfreich, also bauen wir diese Information ein. Oder dann das und das habe ich mir anders vorgestellt, das sind in den Gründen und vieles. Also dieses Feedback dann von allen Teammembern ist einfach super und dann hat man im nächsten Jahr quasi eine tolle Sache abzuarbeiten. Da wird das Ding nochmal um einiges runder. Ja. Das heißt also, wir ziehen dieses Spielen, unsere eigenen Spiele sogar mit in die Freizeit rein. Ne? Und wir werden oft gefragt, habt ihr euch damit euer Hobby versaut? Ich würde sagen, nein. Ganz, ganz bestimmt nicht. Weil andere Spiele sieht man immer mit den anderen Augen, ja, würde ich mal sagen, als die eigenen Spiele ein Stück weit. So, ne? Also es muss eine gewisse Distanz, eine gewisse zeitliche Distanz passieren, damit man tatsächlich auch das irgendwie anders bewertet und so weiter. Aber zocken haben wir alle Bock. Ja. Ich würde das auch so sehen. Also im Grunde genommen, wenn man den Spaß daran verliert, dann versaut man sich, glaube ich, sein Hobby. Aber es ist ja etwas anderes, was passiert. Man sieht es einfach mit anderen Augen. Man achtet auf andere Dinge. Das ist richtig. Ja, ich traue mich zum Beispiel bei verschiedenen Spielen nicht mehr über verschiedene Schwellen zu laufen, weil ich weiß, dass da mit ziemlicher Sicherheit irgendwas triggert. Geskriptete Szenen meinst du, ne? Ja, ja. So. Dann wären wir durch für heute mit dem Thema. Kommen wir zur nächsten Sektion der Trophybox. Genau. So, da haben wir etwas, was schon etwas älter ist, ja. Und zwar das hier. Ein gezeichnetes Bild, ja, von einem Monster aus Risen, ja. Risen 1, um genau zu sein, aber ich glaube, später haben wir die auch nochmal verwendet. Das ist ein Ashbeast, ja. Und mit dem Vermerk als Geschenk für Piranha Bytes von russischen Fanseite risengame.ru. Ja? Also wir kriegen auch sehr viele Sachen zugeschickt, ja, von Fans, ja, und von Menschen irgendwie, die uns schreiben, die uns Sachen schicken, wie sie was gezeichnet haben, gemalt haben und so weiter. Und da freuen wir uns auch immer drüber. Die hängen wir uns dann hier unten hin. Das ist jetzt eins von diesen Dingen, ja. Und wir haben auch noch immer eine ganze Menge mehr Sachen, die dann immer noch so uns zugeschickt werden. Hier beispielsweise hier sowas zum Beispiel, ne? Also Briefe, unheimlich viele. Genau, das ist eine kleine Auswahl an Fanpost, die wir so zugeschickt kriegen oder an Briefen, die Leute uns zukommen lassen. Das ist immer etwas, worüber wir... Ja, guck mal, zum Beispiel sowas hier aus ganz altem Papier, irgendwie so aus wie eine Schriftrolle. Ne? Oder handgeschriebene Briefe, so zum Beispiel das hier. Genau. Total cool. Oder Postkarten zum Beispiel. Zu Weihnachten. Ne? Und das ist... Aus dem Urlaub hier. Ne? Finden wir auch total toll. Also solche Sachen. Genau. Oder aus der Heimatstadt, ne? Diesmal aus dem Schwarzwald. Ja. Und solche Sachen, da haben wir mal eine Auswahl rausgesucht an Sachen, die uns so zugeschickt werden, an Fanpost und Sachen, die ihr für uns gemacht habt. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Ne? Natürlich kommen diese Sachen an, wir lesen die auch durch und hängen die uns bei uns unten an die Wand und freuen uns über so etwas. Ne? Und das ist natürlich jetzt auch echt mega viel Arbeit. Es gibt einige Leute, die tatsächlich selber für uns gemalt haben oder was gebastelt haben oder uns Sachen zuschicken. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Macht's gut. Tschö. Tschö.